Hallo meine Freunde, hier ist euer Thomas von Thorsworld und ich sitze hier in Drang vor meinem angemieteten Haus, meinem angemieteten Scooter und ich verabschiede mich heute von euch, und zwar wie ich mich verabschiede, das seht ihr nach dem Intro. This is Thorsworld, come and see, every mile's a new mystery. Ja, der Abschied ist mir gar nicht schwer gefallen. Ich habe mich mal temporär von Österreich verabschiedet, bin jetzt seit einem Monat in Thailand und der zweite Abschied wird sein, dass ich mich von der deutschen Sprache verabschiede. Und zwar werde ich den Kanal auf Englisch machen, das heißt, ihr bekommt aber deutsche Untertitel. Ich werde schauen, dass ich das bei YouTube einpflege, dann könnt ihr umschalten und könnt auf deutsche Untertitel schalten. Dann seid ihr immer live dabei. Oh, fahr mir bitte nicht in meine Kamera. Ja, jetzt machen wir eine kleine Haustour, hätte ich gesagt, und erkläre euch ja bitte ein bisschen was ich hier so mache und was ich vorhabe. Und dann gehen wir noch gemeinsam auf Lunch in die Mall hier, die ist 5 Minuten zu Fuß, aber ich werde trotzdem mit dem Scooter fahren. Es hat heute wieder 34 Grad, die Sonne lacht, obwohl hier Regenzeit ist, hat es in einem Monat jetzt vielleicht einmal geregnet. Zwischendurch regnet es einmal so eine halbe Stunde, aber zumeist in der Nacht, das bekommt man gar nicht mit, nur wenn in der Früh die Straße nass ist. So, jetzt gehen wir uns einmal das Haus anschauen. Ja, dann gehen wir mal gemeinsam ins Haus, hätte ich gesagt. Und zwar ist das hier die Küche mit dem Wohnzimmer und wir haben dieses Haus ausgewählt, weil hier eine wunderschöne Küche ist und wir machen ja ich mache zusammen mit einer Thailänderin mit der O einen Kochkanal, Cooking with O, und hier kochen wir eigentlich jeden Tag 1 bis 2 Gerichte. Wir haben schon 20 Videos online. Einzige Manko hier, es gibt keine Klimaanlage in dem Raum und es wird teilweise sehr, sehr warm. So, das ist der einzig klimatisierte Raum hier, das Schlafzimmer. Und ja, wie man sieht, ich habe einen Laptop hier. Ich habe gerade vorher wieder ein Video editiert und ist auch schon ein sehr komfortables Bett und angenehm. Dann haben wir hier noch einen Raum, der eigentlich unbenutzt ist. Das ist eine Art Waschküche und das Badezimmer. Ja, ist auch sehr schön, sehr modern, alles im hellen Weiß. WC ist auch vorhanden. Und dann gibt es noch einen kleinen Garten hier mit einer Zisterne. Die wird sogar benutzt, also die ist aktiv. Da wird wirklich das Brauchwasser hergepumpt fürs Duschen und so und eine Außenbadewanne. Die habe ich aber noch nie benutzt. Zahlen tue ich hier 700 Baht am Tag, also für Kurzzeitmiete. Ich habe es einmal 9 Tage und einmal 14 Tage gemietet, das Haus. Und wäre vielleicht, wenn ich es monatlich miete, noch ein bisschen günstiger. Das sind aber unter 20 Euro am Tag, das heißt so knapp 570 Euro im Monat, inklusive Strom, Internet und ja, alles, was man so braucht. Ja, und ich würde sagen, jetzt fahre ich dann noch zum Lunch, nehme ich euch noch mit, weil Drang ist eine wunderschöne Stadt. Man hat hier extrem viele Essensmöglichkeiten, sprich, wir haben hier chinesischen Einfluss, thailändischen Einfluss und du kannst hier super gut und günstig essen. Ich esse hier meistens um 50 Baht. Das sind umgerechnet 1,30 Euro, also unglaublich eigentlich. Ja. Und ja, die Infrastruktur ist perfekt. Es gibt sogar ein Wahrzeichen hier, das ähnlich wie Graz ist. Drang hat auch einen Uhrturm. Ja, ist irgendwie lustig. Der Uhrturm ist aber nicht auf dem Berg, der ist auf dem Kreisverkehr und schaut auch nicht wirklich so berauschend aus, aber ist ein lässiges Gimmick, hätte ich einmal gesagt. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zusammen lunchen. Das ist die Big C Mall, da nehme ich euch natürlich mit. Das ist eine ziemlich große Mall und ist nur 3 Minuten mit dem Scooter weg. Also von dem her, man findet ja alles, Essensmöglichkeiten und so. Im ersten Stock herum ist der Supermarkt, der ist riesig. Man bekommt hier alles, auch sogar Elektronikartikel. Aber jetzt nehme ich euch mit zum Food Court, weil ich habe Hunger. Da gehe ich essen. Zahlt man zwischen 45 und 50, 60 Baht. Zwischen 1,30 € und maximal 1,40 € was fürs Gericht.
Und da werden wir jetzt was bestellen. Ich glaube, ich gönne mir eine Suppe heute. Und Suppe? Das Nudel? Ich mag diese Reisnudel. Bambussprossen oder Sojabohnensprossen mit Fleischbällchen. Zwiebel. Und voilà. Suppe ist fertig. So, das ist jetzt das Suppenresultat für ungefähr 1,60 €. Ja, dann werden wir die mal probieren. Ich mag diese dicken Reisnudeln. Sind irgendwie so von der Konsistenz her so ein bisschen schlapprig, aber auch nicht zu schlapprig. Sehr geschmackvoll. Ich habe noch ein bisschen Chili rein da, ein bisschen Schärfe. Ja, ich muss sagen, so Mittagessen 1,60 €. Kann man nicht schimpfen, oder? Ja, jetzt nehme ich euch noch mit in den Supermarkt, können wir ein bisschen Preise checken hier. Das ist eigentlich so wie ein Metro bei uns, hätte ich einmal gesagt. Da kriegt man von Elektronik, Kleidung. Ja, das ist die Küchenutensilienabteilung. Ich brauche nämlich einen Schneebesen. Und zwar gibt es da eine Überraschung. Der ist vielleicht fast sogar besser für, wir machen Fusionsküche. Also unbedingt vorbeischauen. Da wird österreichische Küche mit thailändischer Küche fusioniert. So, jetzt geht es noch in die Lebensmittelabteilung. Preise, wenn man so die Preisschilder anschaut, das muss man alles durch 37 rechnen circa. Ja, und finden tut man hier wirklich alles, also an Lebensmitteln, auch internationale Lebensmittel. Aber das ist jetzt noch nicht der größte Supermarkt hier, gibt es noch größere. Das ist nur die Kochölabteilung hier, aber die kochen die meiste Zeit mit Palmöl. Soßen gibt es ohne Ende, weil die Thailänder ja für alles Soßen verwenden. So, Mehl habe ich gefunden, gibt es auch ziemlich viel verschiedene, aber so in Plastik abgepackt. Und da brauche ich das All-Purpose Flour. So, aber das ist nicht ganz so billig, da kostet 1 Kilo 78, das sind über 2 €. Ja, auch die Obst- und Gemüseabteilung hier ist super schön ausgestattet. Auch alles aufgeräumt. Hier Frischfleisch. Und hier gibt es auch Gerichte, Fertiggerichte. Schaut auch alles sehr köstlich aus. Hier gibt es Huhn, Omelette mit Reis. Das kostet weniger als 1 €. Tiefkühlprodukte, schauen wir uns einmal die Fleischpreise hier an. Ich schätze, dass Fleisch nicht ganz so günstig ist. Ja doch. Ist das per Kilo? Schwer zu sagen. Faschiertes Schweinefleisch. Schaut auch sehr gut aus. Je nachdem, ein bisschen mehr. Die Schenkel. Die Brust. 77, das ist auch noch ein bisschen mehr wie 2 € das Kilo. Das ist schon sehr günstig. So, die Wassermelone ist unterm Sitz verstaut. Den Rest habe ich vorne in der Tasche. Jetzt geht es noch zum 7-Eleven, da gönne ich mir noch einen Iced Coffee für 1 €. Jetzt bin ich zurück mit meinem Haus, von meinem 7-Eleven Café. Kein Starbucks Coffee. Schmeckt zumindest genauso gut, kostet nur viel weniger. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das ist mal so ein kurzer Ausblick, wie es mir hier in Thailand geht, wie das Leben so ist. Und ja, man sieht sich wieder. Kommen sicher noch ein paar andere Videos online, aber halt dann in Englisch, aber mit deutschen Untertiteln. Baba und ciao. Vergesst nicht zu abonnieren. Ja, und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr etwas Spezielles sehen wollt. Come and see every